Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am Opel weiter. Das letzte Mal hatte ich mich ja um die Bremse gekümmert an der Hinterachse und heute möchte ich mich jetzt um den Auspuff kümmern. Wie ihr sehen könnt, ich hatte den ja in dem einen, ich glaube es war sogar das Bremsvideo, ganz kurz gezeigt. Ich habe jetzt den neuen Auspuff über den alten Auspuff gelegt, sodass ich gucken kann, ob die Rohrführung ungefähr stimmt. Und das sieht jetzt erstmal in Ordnung aus. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher hinten, weil da der originale Auspuff so einen kleinen Knick macht. Das macht der neue Auspuff nicht so ganz ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann mit den Rohren. Die Originalrohre gehen so leicht nach oben. Bei dem neuen ist das nicht ganz so stark ausgeprägt, muss ich dann schauen, wie das funktioniert. Aber insgesamt sollte es von den Aufnahmepunkten, also sprich, wo wird der Auspuff eingehangen, da haben wir ja verschiedene Aufnahmepunkte auch an dem neuen Endschalldämpfer. Das sollte alles oder ist auf den ersten Blick erstmal identisch. Bedeutet, ich werde jetzt das Fahrzeug hochheben, unten die Aufnahmepunkte ein bisschen reinigen. Ich gucke mal, ob ich euch da ein bisschen was in Zeitraffer schneide oder einfach nur das Endergebnis. Und dann fange ich an. Beim Ausbau war es ja so, dass mir hier hinten an den Flanschanschlüssen die Schrauben abgerissen sind. Deswegen habe ich mir jetzt auch schon neue Schrauben zurechtgelegt. Die werde ich dann auch, wenn ich sie festgezogen habe, entsprechend ein bisschen mit Wachs besprühen oder mit so einer Kupferpaste. Wahrscheinlich werde ich eine Kupferpaste nehmen, weil es am Auspuff ja doch relativ warm wird. Da ist eine Kupferpaste besser. Die soll dann verhindern, dass das wieder so stark festrostet. Und wie gesagt, das sind dann die neuen Schrauben für die Befestigung des Flansches. Dafür muss ich dann unten, denn an der restlichen Auspuffseite am Auto sind noch die Reststücke der Schraube, die abgerissen ist. Also sind ja alle 4 Schrauben abgerissen und immer im Gewinde im Flansch. Muss ich die noch ausbohren, gucke ich auch, dass ich euch das vielleicht in Teilen in den Zeitraffer schneide. Und wenn das dann soweit ist, dann hätte ich gesagt, fange ich an, den Auspuff einzubauen. Jetzt, wie gesagt, entweder Zeitraffer oder es geht verbal weiter. Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall widme ich mich der Auspuffthematik. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitraffer gesehen. Beim Auspuff ausbohren habe ich wirklich nur einen ganz kleinen Teil reingeschnitten, denn das hat sich einfach jetzt über Stunden gezogen. Das war echt furchtbar. 3 Löcher musste ich ausbohren. Bei einem Loch war es so, konnte ich tatsächlich hinten an der Mutter ansetzen und mittels der Mutter dann nachher die Schraube rausdrehen. Allerdings hatte ich
die Schraube entsprechend vorher auch ein bisschen auf der Rückseite entsprechend angebohrt, dass da insgesamt schon das Gewinde ja, dass immer ein bisschen gelöst war. Dadurch habe ich eine Schraube rausdrehen können, aber die Vorarbeit war auch anstrengend. Und was habe ich jetzt alles verwendet? Ich habe mir so ein kleines Dremel-Werkzeug geholt mit einer Trennscheibe, denn da unten wollte ich ungern flexen. Ich hatte einfach Angst, dass ich mir den Auspuff beschädige mit so einer großen Flexscheibe. Deswegen habe ich dann so ein kleines Dremel-Werkzeug verwendet, zeige ich euch gleich. Und natürlich vor allem den entsprechenden Metallbohrer. So, und jetzt hätte ich gesagt, krieche ich nochmal drunter und zeige euch die entsprechend ausgebohrten Löcher. Es ist nicht schön, das sage ich jetzt schon, aber ich denke, es sollte reichen, damit ich es befestigt bekomme. So, das ist jetzt wie gesagt das kleine Dremel-Werkzeug, was ich verwendet habe mit der Trennscheibe. Ich hatte auch versucht, einen Schlitz in das Gewinde oder sage ich mal in den Gewinderest, der noch rausgeschaut hat, bei manchen Schrauben reinzuschneiden. Ich denke, man kann das hier erkennen, um es dann vielleicht mit dem Schraubenzieher gelöst zu bekommen. Aber keine Chance, die sind so festgerostet gewesen. Das ging nicht. Ich habe auch versucht, sie rauszumeißeln. Also falls das jemand denkt, gar keine Chance, wirklich gar keine Chance. Das Einzige, was geholfen hat, war entsprechend der Metallbohrer. Und jetzt zeige ich euch die entsprechenden Löcher. Wie gesagt, es ist kein Kunstwerk, aber wir haben jetzt entsprechend wieder Löcher. Ich habe auch schon geprüft mit den Schrauben, die ich mir zurechtgelegt habe, komme ich da durch. Das heißt, wir haben jetzt an allen 4 Stellen die Möglichkeit, wieder entsprechend eine Schraube einzuführen. Ist jetzt hier wieder schwierig mit dem Licht, aber ich denke, man kann das sehen. War wirklich eine Schweinearbeit, das Zeug da rauszubohren. Aber jetzt sollte es klappen, dass ich den neuen Auspuff montieren kann. Ich werde jetzt hier noch entsprechend das Ganze mit der Drahtbürste ein bisschen säubern, damit die Auflagefläche wieder schön plan ist oder zumindest so gut es geht. Das mache ich an beiden Seiten. Ansonsten können wir uns jetzt einmal die Aufnahmepunkte anschauen, die ich vorher gereinigt habe. Das habt ihr ja im Zeitraffer gesehen und mit Rostumwandler behandelt. Das sieht jetzt auch wieder gut aus. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Die Punkte hier oben bei der Kardanwelle, die waren komplett in Ordnung. Also die sehen super aus, so gut wie kein Rost oder eigentlich kein Rost. Die habe ich gelassen. Hier habe ich ein bisschen nachgearbeitet. Jetzt müsste man das sehen können. Da habe ich Rostumwandler aufgetragen, dass das eben nicht mehr weiter korrodiert. Und zusätzlich habe ich mich hier um diese Stelle gekümmert. Da ist jetzt auch erst entsprechend gereinigt und mit Rostumwandler alles versiegelt. Genauso auch die Kante, die hier ist, die habe ich auch mit Rostumwandler behandelt. Und was ich natürlich auch gemacht habe, ist hier hinten, das habt ihr ja im Zeitraffer, glaube ich, auch gesehen, den Aufnahmepunkt für den Endschalldämpfer. Ich glaube, ich habe gar nicht alle Aufnahmen entsprechend reingeschnitten im Zeitraffer. Aber das ist jetzt auch behandelt mit Rostumwandler. Das heißt, da sollte es auch nicht weiter korrodieren. Und somit ist alles vorbereitet. Ich schicke euch in den nächsten Zeitraffer und ich packe den Auspuff drunter. Mal schauen, wie das läuft, ob das gut funktioniert. So, ich habe jetzt die Mittelschalldämpfer montiert. Das war ein Riesengefummel. Ich habe jetzt den ersten auf der Fahrerseite, der ging sehr gut. Der zweite auf der Beifahrerseite, der war echt unangenehm, weil es da so eng war. Was ich dann gemacht habe, ich habe diesen Auspuffgummi, der das Ganze hält, der ist mit so einem, wie nennt man das, mit so einer Art Klammer verriegelt. Die Klammer kann man ganz leicht lösen. Habe ich die Klammer abgemacht und habe den Gummi weiter nach hinten geschoben. Dann hatte ich genug Platz, um das einzufädeln. Ich versuche euch das mal zu zeigen. So, und diesen Gummi meine ich. Und da seht ihr, ich highlighte das jetzt mal in der Nachbearbeitung, da ist so eine Klammer. Und bei der Klammer, ich versuche das mit dem Pfeil zu markieren, da könnt ihr, ich drehe das jetzt einmal kurz. So, jetzt habe ich das gedreht und da seht ihr, da ist unten so eine Öffnung. Da könnt ihr mit dem Schlitzschraubenzieher rein und dieses Blech so ein bisschen nach oben drücken. Und dann könnt ihr das Ganze entriegeln. Ich versuche mal, ob ich euch das gezeigt bekomme. Mit dem Schraubenzieher. Gucken, ob ich das Licht hier positioniert bekomme. So, jetzt aber. Das Licht war leer.
Gibt so Tage, da läuft es einfach nicht. Könnt ihr hier mit dem Schlitzschraubenzieher rein und das dann so nach oben drücken. Ich hoffe, ihr habt das jetzt einigermaßen sehen können, aber ihr seht, das ist entriegelt und dann könnt ihr das nach oben wegnehmen und dann könnt ihr den Gummi rausziehen und habt da mehr Spielraum. Und zum Verriegeln einfach wieder nach unten drücken, dann rastet das wieder ein. Das hat mir sehr geholfen, das Ganze da reingefummelt zu bekommen. Ansonsten habe ich hier vorne jetzt, wie gesagt, das auch schon mal so grob festgezogen, noch nicht 100%. Wird sich dann zeigen, ob das dicht ist. Wenn nicht, muss ich da ein bisschen Auspuffpaste oder so ranmachen. Aber für die erste Montage sollte das mal reichen. Wie gesagt, die Mittelschalldämpfer sind jetzt beide montiert. Und hier ist es jetzt ein bisschen eng. Da liegt der Auspuff an. Da gibt es ja aber noch so ein Zwischenstück. Ich denke, damit kann man das dann ausnivellieren. Das mache ich aber an einem anderen Tag. Bin jetzt schon ziemlich im Arsch. Dieses Ausbohren über mehrere Stunden hat mich ganz schön Energie gekostet. Und dann hier dieser Auspuff oder dieser Mittelschalldämpfer auf der Beifahrerseite mit diesem Gummi hier, der war auch echt eklig. Deswegen, das mache ich an einem anderen Tag fertig. Für euch natürlich im gleichen Video. Aber ich mache jetzt erstmal Päuschen. Ansonsten, was auch nicht so geil ist, auf dem Auspuff war überall mit so einem normalen Klebeband. Man sieht hier noch die Reste. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, so ein bisschen Pappe rangeklebt. Lässt sich ganz schwer lösen. Wird wahrscheinlich dann, wenn der das erste Mal warm wird, auch so ein bisschen anfangen zu brennen und stinken. Mal gucken, ob ich das noch weggefieselt kriege, aber das auch macht gar keinen Spaß. Also er war günstig und an solchen Sachen merkt man es halt auch. Wie gesagt, für euch geht es jetzt gleich weiter. Ich mache jetzt erstmal Päuschen. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen was zeitraffermäßig reingeschnitten, aber es ist einfach schwierig, wenn ich hier Kraft aufbringen will und die Kamera irgendwo hinstelle, ist ja immer im Weg, deswegen habe ich jetzt nicht so viel gezeigt. Ich habe jetzt den Endschalldämpfer auch angebracht und eingehangen. Wie gesagt, hier oben an den Punkten, die habe ich ja schon entsprechend konserviert und bearbeitet, das hattet ihr ja gesehen. Moment. Da sind die Roststellen, die da waren. Die habe ich entfernt und das Ganze behandelt. Wie gesagt, Endtopf ist jetzt dran. Hier hinten ist das entsprechend auch eingehangen. Passt jetzt einigermaßen gut. Hier hatte ich echt Schwierigkeiten, die beiden Rohre weit genug in den Endschalldämpfer einzuführen. Besonders dieses Rohr, das geht ja komplett bis zum Mittelschalldämpfer. Das andere ist ja hier geteilt. Das konnte ich dann ganz gut einführen, indem ich es hier hinten noch offen gelassen hatte und es dann hier eingesteckt habe. Das hat, wie gesagt, gut funktioniert, aber das Rohr, das zweite oder das von der Fahrerseite, das wollte halt nicht so richtig. Ich hoffe, das ist jetzt dicht, das werde ich gleich feststellen. Ansonsten, ich habe es jetzt noch nicht brutal festgezogen, erstmal nur ein bisschen und dann schaue ich halt, ob es irgendwo rausfrotzelt. Und wenn es irgendwo rausfrotzelt, muss ich halt nochmal nachziehen. Ansonsten schlägt jetzt erstmal nirgends an. Hier oben war es auch ein bisschen eng, da ist ja dieses eine Blech, das habt ihr bei dem Video von der Pendelstütze oder von
von der Stabilisatorstange, also, oder nicht Stabilisator, von der Spurstange. Ich sage da Pendelstütze dazu. Es ist aber, oder der richtigere Begriff wäre wahrscheinlich Spurstange, denn hier kann man ja die Spur einstellen. Und auf der Fahrerseite hat es oben eben so ein Blech. Das hatte ich ja in dem Video von der Spurstange auch entsprechend aufgearbeitet. Das ist das hier, das sieht auch noch frisch aus, weil ich es eben aufgearbeitet habe. Und da hatte ich erst ein bisschen Angst, dass es da dagegen schlägt, aber ja, also ganz leicht höre ich auch was. Muss man sich dann mal während dem Fahrbetrieb anhören, ob das da auch dagegen kommt oder nicht. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Platz gewünscht. Man kann da allerdings auch ganz schlecht hinsehen oder filmen, aber ich spüre es, wenn ich mit der Hand hier lang gehe, dass das Blech da in Richtung Rohr zeigt. Also eigentlich müsste das Rohr, was hier vom Beifahrertopf kommt, müsste eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen tiefer sitzen, damit man da mehr Freigängigkeit hat. Das ist aber jetzt eben leider nicht der Fall. Wird sich dann während dem Fahrbetrieb zeigen. Wie gesagt, Endtopf ist jetzt dran. Ich zeige euch das Ganze auch mal von hinten. Das hier nicht wundern, das ist ja die Luftzuleitung von den Originalstoßdämpfern. Der Luftkompressor ist bei mir entweder kaputt oder die Sicherung schon gezogen, denn hier kommt bei mir keine Luft raus. Ich muss mir nur noch überlegen, wo ich das Kabel dann hin verlege. Irgendeine schönere Möglichkeit als jetzt. So kann ich das natürlich nicht lassen, aber da werde ich noch eine Möglichkeit finden, wie ich das irgendwo verstaue. Jetzt zeige ich euch einmal den Endtopf hinten und dann hätte ich gesagt, positioniere ich die Kamera und wir lassen das Auto mal an und dann hören wir mal, wie es klingt und ich schaue mal, ob es überall dicht ist. So sieht das jetzt von hinten aus. Der ist relativ gerade. Auf der Kamera, finde ich, sieht das so ein bisschen aus, als ob der rechte Endtopf ein bisschen runterhängt. Das kann ich jetzt optisch, ja doch, der hängt ein bisschen runter, aber der ist auch vom Schweißpunkt her, wenn man sich die Schweißpunkte anschaut, ist der rechte Endschalldämpfer oder sag ich mal der rechte Endtopf, ist ja auch Endtopf, ist nicht richtig, das rechte Auspuffrohr so rum, ist ein wenig tiefer angesetzt, also das werde ich nicht ändern können. Ansonsten sieht es okay aus, wie gesagt, da muss ja auch kein Schönheitspreis gewinnen. Jetzt hätte ich gesagt, ich lasse das Fahrzeug mal leicht ab und wir machen mal einen Start und ich nehme das Ganze auf und dann können wir mal hören, wie es klanglich ist und ich kontrolliere dann auch, ob es eben überall dicht ist. Wenn nicht, muss ich nochmal entsprechend nachziehen. So, das ist doch ganz gut. Klingt erstmal dicht. Ich lasse ihn jetzt ein bisschen laufen und dann schauen wir uns unten nochmal alles an, ob wir irgendwo Schmauchspuren oder sowas sehen. So, das hat sich ja ganz gut angehört. Hier unten ist auch alles dicht. Ich konnte jetzt keine Schmauchspuren erkennen. Jetzt kommt natürlich ein bisschen Kondenswasser rausgetropft, aber das ist normal. Ich habe ihn jetzt nicht sonderlich lange laufen lassen. Das tropft jetzt überall, das Kondenswasser. Das liegt einfach am Kaltstart. Da sind die Materialien jetzt im Motor und natürlich auch im Abgasstrang. Es sind zu große Temperaturunterschiede, dann kondensiert das und dann tropft das. Das ist auch immer ein Grund, warum die Auspuffanlagen so rosten, weil da einfach immer wieder Feuchtigkeit entsteht und die sich dann natürlich da drin auch absetzt, gerade bei Kurzstrecke. Und das sorgt dann dafür, dass das alles korrodiert. Ja, somit sind wir für das heutige Video durch. Wir haben jetzt also Mittelschalldämpfer getauscht, sowohl als auch den Endschalldämpfer, also die Komplettanlage. Das Ganze verlinke ich euch auch wieder unten in der Videobeschreibung, was ich da verwendet habe. Wie gesagt, Passgenauigkeit bis auf das Rohr hier war sehr, sehr gut. Und dicht scheint auch alles zu sein. Insofern ist es ja dann in Ordnung. Hier oben hätte ich mir, wie gesagt, ein bisschen mehr Abstand gewünscht. Aber das wird sich dann im Fahrbetrieb zeigen, ob sich das überhaupt bemerkbar macht oder ob da genug Freigängigkeit ist. Werde ich euch dann berichten. Ansonsten habe ich ja auf lange Sicht, wenn das alles klappt und das Ding wieder auf die Straße kommt, der TÜV da sein Okay gibt, dann würde ich da sowieso eine entsprechende Auspuffanlage irgendwo fertigen lassen. Das gibt es ja heute immer wieder. Fox oder andere bieten das ja an. Dann würde ich es eben komplett erneuern lassen, also auch Krümmer und eben Katalysatoren, einmal den gesamten Strang. Dann sollte auch das mit der Freigängigkeit wieder besser sein. Wie gesagt, das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.